Heute werden wir über Ladesäulenausbau, Elektroautos, Ladesäulenbetreiber und natürlich Stromkosten an der Ladesäule reden. Und ich weiß, der Titel wird wahrscheinlich ein bisschen provokativ sein. Das Video wird aber sehr interessant sein, das verspreche ich euch. Und ich weiß, dass dieses Video wahrscheinlich mir auch um die Ohren fliegen wird, wie ich damals versucht habe zu erklären, wie das sogenannte Ladechaos funktioniert oder beziehungsweise wie man das am besten lösen kann und welche Probleme dort entstanden sind und welche Ansätze es gibt, diese Probleme zu lösen. Und dann gab es eine Karikatur, denn anders kann ich diese Person nicht bezeichnen, die unter 3 oder 4 Videos, wo Air Electric überhaupt erwähnt wurde, denselben Text gepostet hat, dass ich in Anführungszeichen den Tarifdschungel und das Ladechaos verteidigt hätte, was komplett das Gegenteil war von dem Video. Und deswegen wollte ich euch bitten, das Video nicht vorzuspülen und euch das Video in voller Länge anzuschauen, damit ihr auch versteht, worum es hier geht und welche Probleme tatsächlich entstanden sind und ob es vielleicht einige Sachen gibt, die ihr überhaupt nicht berücksichtigt und ob ihr vielleicht einige Sachen für die Zukunft auch nicht wirklich berücksichtigt habt. Aber worum es geht, zeige ich euch in diesem Video. Es geht um ein Interview mit dem Chef von Ionity, Christoph Strecker. Das ist Deutschland-Chef, das ist nicht der Geschäftsführer von Ionity, sondern der ist verantwortlich für das Geschäft in Österreich und in der Schweiz, also quasi Dachregion, und ist verantwortlich für den Aufbau der Ladeinfrastruktur hierzulande. Wieso zeige ich euch dieses Interview? Weil es einige spannende Antworten gibt im Interview, einige zum Preis und einige zur Auslastung. Die wichtigste Antwort aus diesem Interview und auch, wie ich finde, die spannende, ist diese Antwort über den Preis. Und da hieß es wortwörtlich, für 35 Cent pro Kilowattstunde ohne Abo kann man Strom an einer Schnellladestation wirtschaftlich nicht anbieten. Wahrscheinlich meint er damit auch in Deutschland. Denn er hat das nicht weiter ausgeführt und hat nicht gesagt, für welches Land das gilt, denn Deutschland, Österreich und Schweiz haben verschiedene und unterschiedliche Preisgestaltungen, was der Strompreis und die Zusammensetzung angeht. Aber nehmen wir zum Beispiel Deutschland an. Und da finde ich diese Aussage durchaus vertretbar und ich zeige euch warum. Und bevor ihr mich in den Kommentaren steinigt, ich werde jetzt Ionity natürlich nicht verteidigen und ich werde auch keinen Schnelllader-CPO-Anbieter verteidigen. Allerdings gibt es auch eine Sache, die sich Wirtschaftlichkeit nennt und ich werde euch zeigen, dass das, was er hier sagt, wahrscheinlich auch sogar stimmt. Und ich zeige euch danach, wieso das eigentlich unwichtig ist, wie viel die Schnelllader kosten und worauf wir uns tatsächlich konzentrieren müssen. Immer wieder, wenn wir über Preise an Schnellladestationen reden, aber auch nicht nur, kommt so ein Kommentar, ob das jetzt genau lustig gemeint war oder ernst, aber es gibt tatsächlich auch ernst gemeinte solche Kommentare und 8 bis 9 Cent kann man natürlich vergessen, weil der Einkaufspreis von der Kilowattstunde alleine irgendwo zwischen 8 bis 9 Cent im Durchschnitt im Jahr 24 bis 25 lag. Das heißt, du kannst den Strom nicht für 8 Cent verkaufen, wenn du den Strom für 9 Cent ankaufst und du auch zusätzliche Ausgaben hast. Das heißt, wir haben schon unseren Boden definiert, sagen wir mal 10 Cent plus Umsatzsteuer, sagen wir mal 12 Cent mindestens muss der Betreiber nehmen. Dazu kommen aber natürlich die laufenden Kosten und auch natürlich die Fixkosten und auch natürlich die Investition. Das listet Christopher Strecker hier im Interview auch auf. Ich habe hier zum Beispiel zum Thema Kabeldiebstahl auch einige Kommentare unter dem Video von K-Maniac mit dem Aral-Chef auch gelesen, dass viele Leute kommentiert haben, dass Kabeldiebstahl etwas Neues ist und Kabeldiebstahl gab es tatsächlich vor 2-3 Jahren nicht und da waren die Preise auch so und so. Das ist tatsächlich ein Argument, aber Kabeldiebstahl ist momentan ein Riesenproblem für diese Schnelllader, denn das kostet nicht nur ein Kabel, was teuer ist, sondern auch, da muss jemand das Ganze reparieren, hinfahren. Da sind auch zusätzliche Kosten, Anfahrt, Ausfahrt und so weiter. Also das heißt, diese Kabeldiebstähle, die sind auch nicht kleine Kosten. Ich weiß ja nicht, wie viel das sind. Das wird ja wahrscheinlich keiner sagen, aber da sind auch nicht unerhebliche Kosten. Das nur am Rande. Investitionen, da bekommen auch die Anbieter sehr viel Förderung. Über den Strompreis bekommen sie auch momentan irgendwelche Cent für die THG-Vergütung. Wer das nicht kennt, ihr könnt selbstverständlich auch zu Hause an dieser Vergütung teilnehmen, wenn ihr eure Ladestation zum Beispiel bei Air Electric öffentlich macht.
dann könnt ihr auch von eurer Wallbox profitieren und für jede Kilowattstunde, die ihr auch selbst lädt, etwa 2 bis 3 Cent momentan, früher waren es sogar 10 Cent, Einnahmen generieren. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Wichtig ist hier, uns an diese 35 Cent festzuhalten, denn die Differenz zwischen 35 Cent und 10 Cent sind schon um die 20 Cent. Und die muss der Ladesäulebetreiber auch irgendwie erklären, wie kommen diese zustande. Michael Schmidt, dieser Hobbyökonom, hat sich schon an dem Thema versucht und der hatte auch da eine Excel-Tabelle von Robin TV übernommen, die hat er ein bisschen überarbeitet, das war aber vor 5 Jahren. Da hat jemand noch mit 5 Cent die Kilowattstunde gerechnet und da ist er am Ende auf 35, 40 Cent gekommen. Jetzt haben wir 10 Cent. Damals gab es auch eine höhere TKG-Quote. Das heißt, diese 35, 40 Cent haben schon ihre Berechtigung und sind wahrscheinlich irgendwo in einer Preisspanne, wo Ionity und alle anderen CPOs ihr Geschäft profitabel führen können. Und das müssen sie auch, denn wenn sie jetzt nicht profitabel arbeiten, dann können sie FICK euch, ja, ihr wisst, was ich meine, sagen und dann können einfach das Geschäft schließen oder verkaufen, dann, die müssen das nicht machen, die wollen natürlich Gewinn machen. Wir haben als Elektroautofahrer keinen Anspruch auf diese Ladestationen. Ich will die CPOs natürlich nicht hochloben, aber die sind ja auch da, um Geld zu verdienen. Und wenn sie kein Geld verdienen, dann sagen sie einfach Tschüss und wir sind weg. Und das wird genauso passieren wahrscheinlich. Ich vermute, dass sehr viele CPOs sich zusammenschließen werden oder auch einige vom Markt verschwinden werden, wie zum Beispiel die Pfalzwerke. Die haben eine katastrophale Auslastung und die sind nur am Markt, weil sie einfach zu viel Geld pumpen und weil andere über die Roaming-Karten dort laden und das Geschäft einfach aufrechterhalten. Aber an sich sind sie nicht profitabel. Das, was hier der Ionity-Chef sagt, finde ich sehr interessant. Der sagt, dass Ionity bereits operativ profitabel arbeitet. Wir wissen schon, dass Ionity, okay, sie haben auch ein Ad-Hoc-Angebot von 60 bis 70 Cent, je nach Land, einige sogar günstiger. Aber ich glaube, sie haben das größte Geschäft mit den Abos und mit den Geschäftskunden. Und da ist die Frage, für wie viel Cent laden diese Geschäftskunden. Wenn sie über EnBW laden, dann ist es teurer. Und wenn sie zum Beispiel über Ionity ein Abo abschließen, dann sind es hochgerechnet etwa 40 bis 42, 45 Cent, je nachdem wie viel Kilowattstunden man pro Monat lädt. Das Ding ist, das sind immer noch über 39, 35 Cent. Das liegt einzeln und alleine an der Auslastung. Wenn der Standort eine höhere Auslastung hat und das, was Christopher Strecker auch in diesem Interview sagt, wir brauchen höhere Auslastung, dann kommt der Zeitpunkt, wo auch diese sogenannten Fixkosten besser verteilt werden unter die Kilowattstundenkosten und dann kann man theoretisch auch den Preis senken. Die Sache ist aber auch, dass in Zukunft über 70 bis 80% der Ladevorgänge an AC stattfinden werden. Und ich rede jetzt hier von allen Ladevorgängen, egal ob öffentlich oder privat. Und woher weiß ich das? Ich schaue einfach nach Norwegen. Jetzt viele würden jetzt sagen, Norwegen, da sind sehr viele, die ein Eigenheim haben und so weiter und so fort. Das ist aber nur teilweise bedingt richtig, denn Oslo und Oslo als Stadt und Oslo als Gebiet sind insgesamt etwa 2 Millionen Menschen. Oslo Stadt sind 750.000 Leute und ich habe die Statistiken von Oslo Stadt, von der Kommune. Und da hat die Kommune auf meine Anfrage geantwortet, dass etwa 30% aller Bürger in Oslo keine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden. Und das ist ungefähr vergleichbar mit einer Großstadt in Deutschland. Da sind wahrscheinlich auch um die 40 bis maximal 50%, die nicht zu Hause laden können oder keine Möglichkeit bei dem Arbeitgeber haben. Und deswegen sind dort 3500 AC-Ladestationen aufgeteilt, teilweise sehr langsame Ladestationen, 3,6 kW. Und dort müssen diese Leute auch öffentlich laden. Und trotzdem sind etwa 80% aller Ladevorgänge, nicht nur zu Hause, aber insgesamt, finden diese an AC statt. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen würden, momentan sind schätzungsweise nach verschiedenen Umfragen etwa 85 bis 90%, weil die meisten Leute, die sich jetzt ein Elektroauto kaufen, auch eigene Wallboxen haben. Das wird sich natürlich verschieben,
Allerdings müsst ihr auch nicht vergessen, dass die Arbeitgeber, die großen Arbeitgeber auch Ladeboxen zur Verfügung stellen. Und das werden auch sehr viele sein. Dann kann man vielleicht mal im Schrebergarten laden. Also die Leute werden überwiegend an AC laden. Das werden über 70% der Ladevorgänge sein. Wieso sage ich das? Weil das Thema Schnellladen immer am Fokus ist und das wichtigste Thema ist, obwohl wir momentan etwa nur 5 bis 10% solche Ladevorgänge haben. Ich selbst habe mindestens 50% Ladevorgänge am Schnelllader, aber wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder lokal, da gucke ich, dass ich in der Stadt günstig lade. Und aus diesem Grund ist das Thema verfälscht. Ich habe ja auch neulich 2 Videos, einmal von Marc testet, dann hat sich der Akkudoktor versucht. Es wird immer wieder geredet, dass das öffentliche Laden das Hauptproblem ist. Ja, aber nicht das Schnellladen, sondern das AC-Laden. Und das versuche ich schon mindestens seit diesen 2 Videos zu erklären und da werde ich immer wieder falsch verstanden. Es geht ja nicht darum, dass der Preis am Schnelllader teuer ist, der ist teuer, aber der ist im Endeffekt eher irrelevant, weil man, wie gesagt, 60 bis 70%, überwiegend 80% vielleicht sogar an AC laden wird in Zukunft. Und da müssen wir uns konzentrieren. Und deswegen sage ich auch, dass diese Debatte von den falschen Leuten geführt wird. Auch Michael Schmidt, wenn ist kein Laternenlader-Parker und der redet immer wieder, ja, die Laternenlader, die werden irgendwo am Supermarkt laden. So funktioniert aber keine Ladeinfrastruktur, weder in Norwegen oder in Holland. Wenn man in Amsterdam unterwegs ist, da sieht man überhaupt keine Schnelllader, da sind nur langsame AC-Lader. Wieso? Weil die Leute einfach nach Hause gehen, einfach anstopsen und fertig. Jetzt würdet ihr sagen, Blockiergebühr. Das ist eine reine EnBW-Entwicklung seit 2020, die haben das eingeführt. Diese sogenannte Blockiergebühr ist keine Blockiergebühr, das ist eine Standgebühr. Die Blockiergebühr wird auch dann berechnet, wenn das Fahrzeug nur 4 Stunden steht und überhaupt nicht lädt. Also das heißt, das ist keine Blockiergebühr und die kommt jetzt langsam weg. Wir sehen jetzt die ersten Stadtwerke und die Supermärkte, die erlauben einfach das Laden über die Ladezeit. Also das hoffentlich wird entfallen, aber wir müssen uns auch um den Ausbau der AC-Ladeinfrastruktur kümmern und tatsächlich auch um den Preis, denn wenn wir uns den Preis bei den Supermärkten anschauen, der Ad-Hoc-Preis, zum Beispiel Edeka, Lidl, Kaufland und Wirelane zum Beispiel bei mir um die Ecke 38 Cent, das sind Anbieter, die sehr günstig den Strom anbieten, aber die Stadtwerke, die quasi den Strom selbst produzieren, die verkaufen uns den Strom für 55 und 60 Cent. Und genau das ist das Problem. Die Schnelllader, ja, aber da haben wir, wie hier der Ionity-Chef sagt und ich auch schon seit Jahren und jetzt in diesem Video gesagt habe, wir haben ein Überangebot an den Autobahnen und wir sehen auch dort, dass die Ladestationen einfach herumstehen und die haben sich einfach gedacht, okay, wir machen wie bei Monopoly, sichern uns den Standort und dann machen wir das große Geld. Nein, weil ihr habt so viele HPC-Schnelllader aufgebaut, die keiner braucht, weil okay, ich fahre jetzt nach Amsterdam und lade einmal, gut, fertig. Dann lade ich in Amsterdam und ich lade in Berlin an AC. Was habt ihr davon? Nix. Und deswegen werden auch die Preise momentan gesenkt, überall in Deutschland. Jetzt nicht so hoch, aber wir sehen auch, dass wir uns irgendwo zwischen 42 bis 45 Cent uns bewegen. Und wenn wir Tesla als Benchmark nehmen, da bewegen sich die Preise auch irgendwo zwischen 40, 45 Cent und auch in der Nebenzeit teilweise unter 20 Cent. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Preisstruktur bei den Schnellladern, die gut ist, aber wir haben immer noch diese Meldungen von Akkudoktor, von Marc Testet und von Michael Schmidt, dass das Laden sehr teuer sei. Das Laden ist teuer, weil es keine ausreichende AC-Infrastruktur gibt, die auch kostengünstig ist, nicht weil das Laden am Schnelllader teuer ist. Und genau das ist mein Problem, weil die Debatte von den falschen Leuten geführt wird. Von den Leuten, die vielleicht 2 oder 4 Mal öffentlich laden. Die haben da vielleicht 5 Euro zu viel bezahlt und dann beschweren sich. Nein, es geht um die Leute, die 100% öffentlich laden, wie ich, die AC-Ladeinfrastruktur fordern und auch eine günstige Ladeinfrastruktur fordern. Denn der AC-Ladepreis darf niemals höher sein als ein DC-Ladepreis. Ich habe mal von vielen Unwissenden gelesen, ja, Kilowattstunde ist Kilowattstunde. Ja, es ist ja nicht nur die Kilowattstunde. Wir haben ja auch gesehen, Investitionskosten, das eine kostet 10.000 Euro, das andere kostet 100.000 Euro, inklusive alle Umbauten und Trafo und so weiter und so fort. Das eine ist ein RLM-Kunde
Das heißt, der bezahlt pro Kilowatt. Wenn er jetzt, sagen wir mal, 150 Kilowatt mal 20 mal 12 nehmen würde, das ist also quasi die abgerufene Ladeleistung, wenn ein Fahrzeug 15 Minuten mit 150 kW lädt, jeden Monat einmal. Das heißt, er hat Fixkosten von 30.000 Euro bei nur einem Fahrzeug. Und wenn nur ein Fahrzeug dort lädt, dann kann das natürlich nicht wirtschaftlich sein. Und deswegen braucht die DC-Ladeinfrastruktur Auslastung, wo die AC-Ladeinfrastruktur eine niedrigere Auslastung sehr gut vertragen kann. Und 30%, was in Oslo jetzt momentan der Fall ist absolut ausreichend, um eine gute, günstige AC-Ladeinfrastruktur anzubieten. Und dann haben wir solche Videos wie vom Akkudoktor, der tatsächlich auch selbst zugegeben hat, dass er maximal zweimal im Jahr öffentlich lädt, der nicht wirklich versteht, wie die Ladeinfrastruktur für etwa 20 bis 30 Millionen Fahrzeuge funktioniert, dass das ohne AC-Ladestationen nicht funktionieren wird. Wenn ihr sagt, ja, ich lade beim Supermarkt oder beim Bauhaus, ja, das haben sich auch die anderen 8 Millionen Fahrzeuge gedacht. Da muss flächendeckende AC-Ladeinfrastruktur gegeben sein. Und da hat sich auch Mark Tested an dem Thema herangetastet. Der hat aber auch nicht wirklich Erfahrung, der kommt aus einer anderen Ecke. Aber das Thema ist einfach, dass durch solche Meldungen die Leute unsicher werden, wie die Preisstruktur ist bei den Elektrofahrzeugen. Und das größte Problem ist immer noch, dass außer Tesla keine von diesen Herstellern die Stückzahlen liefert, die auch dafür benötigt werden, dass es auch eine schnelle Umwandlung von Verbrenner auf Elektro gibt. Ich zeige euch hier, wie eine Meldung im Elrock-Forum war. Da wissen viele auch, wie das aussieht. Sobald Skoda ein bisschen mehr Bestellungen bekommen hat, dann konnten sie nicht mehr ausliefern. Da mussten sie auch den Lieferanten wechseln, verschiedene Akkus anbieten. Das hat sie sogar überrascht, dass so viele Bestellungen gekommen sind. Also die Probleme sind komplex. Natürlich ist Preis auch ein Teil vom Problem. Aber die fehlende AC-Ladeinfrastruktur vor Ort, dass die Leute sehen, aha, hier habe ich einen Lader, da kann ich direkt um die Ecke laden, das ist aus meiner Sicht auch eines der größten Probleme. Und natürlich auch solche Meldungen, wo es immer wieder hieß, das ist alles zu teuer. Dann kommt es dazu, dass die Leute sich über 60 Cent freuen. Also Leute, 60 Cent für die Kilowattstunde ist kein Grund zur Freude. Das ist etwa 2 Euro über den Diesel auf 100 Kilometer. Bei manchen Fahrzeugen sogar mehr. Also das ist nicht günstig und ich habe euch in einem Video gezeigt, dass die Preise in Norwegen bei den HPC-Ladestationen sehr hoch sind, genau aus diesem Grund, weil dort die AC-Ladeinfrastruktur diesen Druck ausübt, dass man dort einfach kostengünstig AC laden kann und erst dann unterwegs muss man natürlich das über die etwas teuren DC-Preise abfangen, weil sonst diese HPC-Lader nicht überleben werden. Und durch das Überangebot in Deutschland haben wir sogar niedrigere Preise als in Norwegen. Teilweise auch ein bisschen teurer natürlich, aber im Schnitt ist, wie ich euch im Video gezeigt habe, selbst durch die schwache Währung, der NOK, haben wir dort Preise zwischen 45 und 45 Cent und hier in Deutschland kann man sehr wohl für 49 oder sogar 45 Cent laden, auch unterwegs. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das Thema seht und was denkt ihr zu der AC-Ladeinfrastruktur, wie sieht die AC-Ladeinfrastruktur vor Ort bei euch. Ein Abo nicht vergessen, ein Like und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, denn es kommen sehr interessante Videos auf euch.